zusammen und schöne Grüße hier aus Kalifornien. Ja, den zweiten Teil meines Urlaubs verbringe ich hier an der sonnigen Westküste und genieße noch etwas die Sonne. Ja, Kalifornien gibt es echt sehr viele coole, spannende Windparks und deshalb bin ich auch heute hier eine Stunde östlich von San Francisco unterwegs auf dem Altamont Pass. Das ist quasi so die Wiege der Windkraft in den USA und auch einst einer der größten Windparks weltweit, beziehungsweise leistungsstärksten. Hier stehen noch richtig viele alte Anlagen. Ja, Mitte der 80er wurden hier die ersten Anlagen gebaut. Als Reaktion auf die Energiekrise in den 70ern wollte man die Erneuerbaren massiv ausbauen und unabhängig werden, ähnlich wie heutzutage. Und ja, der Altamont Pass ist sehr exponiert. Hier hat man eine richtig perfekte Anströmung vom Pazifik her. Ist auch heute wieder richtig stürmisch, also ich muss echt schreien, dass ich meine eigene Stimme verstehe, so windig ist es hier. Ja, und damals hat hier echt ein richtiger Wildwuchs stattgefunden. Hier standen zum Höhepunkt mal bis zu 5000 Anlagen. Mittlerweile wurden natürlich schon einige repowered und abgebaut, aber zum Glück stehen noch einige da. Und das ist der absolute Wahnsinn hier. Schaut euch mal hier hinten diesen Berg an. Diese ganzen kleinen Dinger da. Das sind alles kleine Nordtank-Anlagen. NTK 65. Ja, und damals in den 80ern hat man sich natürlich auch noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht, wer baut die Dinger eigentlich zurück, wenn sie kaputt sind oder repowered werden müssen. Heutzutage brauchst du eine Rückbauversicherung, muss Geld bei der Bank hinterlegen. Und ja, um Umweltaspekte hat man sich natürlich auch noch keine Gedanken gemacht. Was für Auswirkungen hat das auf die Tierwelt? Heutzutage muss man ewig lange Avifauna-Gutachten einreichen. Das gab es damals alles noch nicht. Und da hat ein richtiger Wildwuchs stattgefunden. Richtig viele kleine Anlagen. Viele stehen schon. Einige sind sogar auch schon umgefallen. Da sieht man es, die Anlage ist einfach umgekippt. Was passiert mit ihr? Keine Ahnung. Und nur einige wenige laufen noch, die noch wirklich funktionieren. Das sind jetzt ganz kleine Anlagen, 65 kW. Aber es sind echt nur sehr, sehr wenige, die noch laufen. Wo sieht man sowas in Europa noch? Also Dänemark vielleicht, aber in Deutschland zumindest nicht. Da geht es nochmal weiter. Da sind auch nochmal zwei kaputte. Einfach umgekippt. Niemand räumt sie weg. Richtig krass. Ja, in der Zwischenzeit hat man natürlich dann einige schon abgebaut, weil man gesagt hat, okay, hier kommen zu viele Vögel zu Tode, das sind zu viele kleine, schnelle Anlagen, hier muss ein Repowering stattfinden. Und deshalb hat man so die kritischsten Standorte repowered. Und mittlerweile stehen hier jetzt dann auch schon größere Anlagen. Hintergrund sind G 16100. Also auf diesem ganzen Pass hier stehen unzählige Anlagen. Hier drüben ist jetzt nochmal ein Komplex mit neueren Anlagen. Das sind alles größere G. Und wie ihr es auch an den Anlagen seht, es geht richtig viel Wind hier. Absolut der Hammer. Ich kann die Kamera kaum gerade halten.
Ja, ich bin jetzt richtig gespannt und aufgeregt, mir die Anlagen hier aus der Nähe anzuschauen. Es wird auf jeden Fall mehrere Teile geben und da könnt ihr euch drauf freuen. So, jetzt stehe ich hier in der Nähe der Nordtank-Anlagen, den ganzen Oldies, und das ist richtig krass. Da steht der ganze Berg voll mit diesen Mini-Dingern. Richtiger Wildwuchs. Ja, die meisten laufen leider nicht mehr, nur noch eine Handvoll. Ich weiß nicht, ob man es hört, die sind auch echt richtig laut. Kann man sich vorstellen, wenn hier mal 5000 Stück von den kleinen Dingern standen, dass das auch Auswirkungen auf die Vogelwelt hat. Deshalb hat man sich natürlich auch entschieden, einige abzubauen und zu repowern. Richtig krass, wo sieht man sowas mal noch in Europa? Dänemark vielleicht, ich glaube Italien gibt es auch noch so ein paar alte Dinger, aber ich zumindest habe sowas noch nicht gesehen. So viele alte Dinge auf einem Fleck, das ist schon echt ein Hotspot hier. Ja, was echt ein bisschen traurig ist, viele Anlagen laufen nicht mehr, beziehungsweise sind schon am Vergammeln. Die da zum Beispiel ist einfach umgekippt und keiner weiß, was jetzt mit ihr passiert. In den 80ern hat man sich halt noch keine Gedanken drüber gemacht, was passiert eigentlich mit den Dingern, wenn sie mal nicht mehr laufen und zurückgebaut werden. Das ist heutzutage undenkbar. Weiß nicht, was mit den anderen ist, ob die wahrscheinlich auch kaputt sind. Bei der da fehlt die Narbe schon, die Abdeckung von der Narbe. Sehen aber echt witzig aus. Manche haben eine grüne Narbe, manche haben grüne Spitzen, andere rote Spitzen. Echt cool. Und das ist auch echt ein Bombenwetter heute. Richtig schade. Ich habe keine Ahnung, was mit denen jetzt passiert. Ob die irgendwer repariert oder ob sie irgendwann abgerissen werden. Keine Ahnung. Da ist noch eine kleine, die läuft. Die hat an einem Rotorblatt hat sie so ein bisschen rausgepitcht. Wahrscheinlich pfeift sie deshalb so. Und die Abdeckung von der Gondel hat sie auch schon komplett verloren. Da kann man quasi reingucken. Schaut euch das an. Wahnsinn. Richtig krass. Da oben ist auch noch eine, die komplett zusammengekracht ist. Da ist oben der Turm eingestürzt. Richtig traurig. Ich meine, es ist ja auch gefährlich, wenn das Zeug hier rumliegt. Hat sich der Betreiber jeglicher Verantwortung entzogen. Krass sind die laut, die Teile. Aber ich feier's. Ja, und hier hinten sieht man jetzt die ganzen neueren Anlagen. Da werde ich auch noch vorbeifahren. Das sind alles G-Anlagen. Das müssten G16100 sein. Geben wir auch richtig Gas heute. Viele sind auch im Trudelbetrieb. Vielleicht wird sogar zu viel Strom erzeugt heute. Oh, echt ein Wind hier. Das ist der Hammer. Ja, ich feiere es extrem, die kleinen Teile. Noch nie gesehen sowas. Mal gucken, ob ich noch ein bisschen besseren Ausblick bekomme. Hier sieht man jetzt nämlich nur einen Teil der Anlagen. Aber hier gibt es auf jeden Fall so viel zu entdecken. Das ist schon echt genial. So, jetzt bin ich hier mal ein Stück näher dran. Hier sieht man jetzt nochmal die Anlage, die läuft, ohne Gehäuse. Richtig krass, da kann man direkt reinschauen. Richtig verrückt. Schaut
Schaut euch das an. Wahnsinn. Naja, aber sie läuft. Ja, und da sind noch mal 2 Anlagen, wo nur noch der Turm steht. Da sieht man so ein bisschen die Fasern vom Rotorblatt. Da ist oben die Gondel runtergekracht. Ich finde das einfach krass, ey. Sowas wird es in Deutschland niemals geben. Dass die Anlagen einfach so vor sich hingammeln. Da auch nochmal Wahnsinn. Oben auf dem Hügel, die stehen leider alle. Und da sieht man nochmal die anderen Anlagen von hinten. Echt noch nie gesehen in Europa oder Deutschland, dieses kleine Teil. Muss man sogar außen noch hochklettern. Und dann geht man wahrscheinlich von oben auf die Gondel rein. Ist auch echt ein sehr seltsamer Ort hier. Also hier laden die ganzen Leute ihren Scheiß ab, ihren ganzen Müll. Auf den Hängen hier grasen so ein paar Kühe. Aber echt ein sehr seltsamer Ort hier. Aber sehr gut für die Windkraft. Naja, fahre ich mal weiter, sonst werde ich hier heute nicht mehr fertig. So viel, wie es hier zu sehen gibt. So, ich bin jetzt mal im Auto sitzen geblieben, weil es mir doch echt zu stürmisch ist hier draußen. Ja, hier sieht man nochmal eine havarierte Anlage. Und da sieht man, der Rotor ist runtergefallen. Da liegt er. Ein Rotorblatt ist komplett abgeknickt. Eins scheint noch ganz zu sein. Aber ich frage mich, wer soll das jemals aufräumen? Wenn es da keine Vorschriften zu gibt, keine Vereinbarung, die damals geschlossen wurde, wer kümmert sich jetzt um diesen Scheiß, dass der aufgeräumt wird? Das ist ja Wahnsinn. Und da hinten bei dieser Anlage sieht man, da ist die Abdeckung von der Gondel hochgeklappt. Wahrscheinlich beim Windsturm. Und dann ist sie hochgeklappt und fällt dann wahrscheinlich irgendwann ab. Optisch finde ich die Anlagen echt witzig. Wie so kleine Windrädchen, die man in den Garten stellt. Mit den grünen Spitzen und der grünen Narbe. Schon echt cool. Da steht nur noch der Turm. Oben ist auch nochmal eine. Ohne Gondelverkleidung. Und da hinten ist eine, die läuft. Vielleicht hört man es jetzt ein bisschen, die ist schon echt mächtig laut. Die hat halt auch das eine Blatt rausgepitcht, vielleicht sieht man das. Und das macht sie nochmal lauter. Richtig krass. Und dieser Windpark, habe ich gerade ein Schild gesehen, heißt Patterson Pass. Also Altamont Pass ist glaube ich nochmal ein Pass weiter und das hier ist der Patterson Pass. Wahnsinn, dass ich das mal erlebe. Ja, irgendwann werden sie wohl weg sein. Und ja, cool, dass ich mir das jetzt mal noch anschaue. Ja, jetzt bin ich hier auf der anderen Seite des Passes, in einem neueren Teil des Parks. Und hier stehen ganz viele G-Anlagen. Größtenteils G 1.6100 müssen das sein. Optisch sehen sie aus wie die 2.5er, 2.75er, die man aus Deutschland kennt. Haben allerdings ein bisschen kleineren Rotor und weniger Leistung. Aber optisch eigentlich die gleiche Anlage. Ja, die Anlagen sind sehr oft am Abriegeln. Laufen, dann stellen sich mal wieder ab, weil es halt echt super stürmisch ist. Die da schaltet auch mal wieder ein.
Richtig genial sieht es aus mit den schönen grünen Hügeln und dem blauen Himmel. Also sie laufen für kurze Zeit, dann schalten sie sich wieder ab. Da hinten sieht man eine, die mal richtig läuft. Ja, ich stehe hier gerade in so einem Gatter. Noch Kühe. Die läuft jetzt auf Vollgas. Da hinten bei der sieht man es, dass die Blätter ganz schön am Pitchen ist. Und hier pfeift echt der Wind schon wieder. Ja, der Windpark hier heißt Golden Hills. Sind immer so Teilparks auf dem Altamont Pass. Aber wie gesagt, hier leider ein Gate, also zu den Anlagen selbst kommt man leider gar nicht hin, so direkt. Finde ich ein bisschen schade. Auf der anderen Seite auch nochmal einige, die laufen jetzt alle. Ja, ich schätze mal Nabenhöhe so, ja, vielleicht 80, 90 Meter, nicht so hoch. Passt schon, Golden Hills. Da hinten stehen auch nochmal jede Menge. Also hier gibt es echt super viel zu entdecken und landschaftlich super, super schön hier. Super tolles Wetter. Naja, ich werde jetzt nochmal weiterfahren und nochmal gucken, ob ich ein bisschen näher rankomme. Ja, jetzt habe ich hier nochmal kurz angehalten. Hier hat man auch nochmal einen schönen Überblick. Ist echt eine sehr, sehr enge, schmale Straße. Da findet man leider nicht so viele Punkte, wo man gut anhalten kann. Aber hier stehe ich jetzt in der Nähe vom Highway, deshalb ist hier ein bisschen laut, aber hier hat man nochmal einen schönen Überblick. Ja, so optisch finde ich doch, dass sie eher den 1.5ern ähnlich sehen, die G-Anlagen. Also nicht der 2 Megawatt Plattform, sondern den 1.5ern von der Gondel her mit größeren Rotorblättern. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, aber ja, sind ja auch eigentlich 1.5er, also 1.6 mit größeren Rotorblättern halt. Also keine Anlagen der 2 Megawatt Plattform. Richtig toll, also auf den Golden Hills hier. Sehr, sehr cool. Ja, hier gibt es zwar auch einen Weg, wo man hochlaufen könnte, sehe ich, aber ich habe jetzt nicht die perfekten Schuhe dafür an. Und ja, weiß auch nicht, ob da irgendwo ein Gatter ist, ob das erlaubt ist. Ja, hier ist dann direkt der Highway nach Osten. Witzigerweise bin ich hier vor 5 Jahren schon mal vorbeigefahren. Auf dem Weg zum Yosemite Nationalpark. Habe ich die Anlagen schon gesehen, aber da habe ich noch keine Videos gemacht. Aber deshalb war mir der Windpark bekannt und ja, ich wollte hier unbedingt jetzt nochmal vorbeifahren, wo ich in San Francisco bin. Also die Anlagen sieht man schon von weitem, von der Autobahn aus, hier oben auf den Hügeln. Und es ist echt super exponiert hier. Also man sieht, wenn die richtig laufen, dann geben die richtig Gas. Aber wir sind halt ständig so am Pitchen und dann am Trudeln. Dann stehen sie eine Weile und dann laufen sie wieder. Das ist halt echt
Sehr, sehr stürmisch hier. Jetzt mal auch nochmal schön 2 auf Vollgas laufen. Mega nice. Die stehen hier überall rundherum auf den Hügeln. Ja, aber ich bin schon wieder viel zu viel am Erzählen für das, was ich heute noch alles vorhab. Deshalb werde ich mich jetzt nochmal weitermachen.